Ja, einen ganz schönen guten Abend und ganz herzlichen Dank für die schöne Einführung von Till. Wie der Titel bereits ankündigt, möchte ich heute mein neues Buch vorstellen, Ideologiemaschinen. Ich habe den Untertitel aber etwas geändert, also nicht wie Cancel Culture funktioniert, sondern zur Entgrenzung politischer Kommunikation, weil ich eben einen etwas weiteren Rahmen hier spannen möchte. Das Buch passt eigentlich ganz gut in unsere Vorlesungsreihe Digitalisierung und Gesellschaft, insofern ich nämlich das Phänomen der Cancel Culture als einen Medieneffekt erklären möchte. Aufgrund des Medienwandels von einer analogen zu einer digitalen Medienwelt kommt es, und das ist meine These, zu einer generellen Entgrenzung politischer Kommunikation. Infolgedessen sich Institutionen auch in Ideologiemaschinen verwandeln. Eine solche These trifft natürlich wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, also Fragen wie, was ist eigentlich politische Kommunikation und was hat die Politik mit Ideologien zu tun und was ist überhaupt dieser Mechanismus, der dazu führt, dass die politische Kommunikation sich heute entgrenzen kann in Sphären, wo sie eigentlich normalerweise nicht so anwesend ist, nämlich in die Sphären der Kunst, der Wissenschaft und der Bildung. Und schließlich kann und muss man überhaupt etwas gegen eine solche politische Entgrenzung oder gegen eine Entgrenzung der politischen Kommunikation tun? Oder sollte man es nicht vielmehr begrüßen? Mein Vortrag wird sich entsprechend in 3 Teile gliedern. Ich werde Ihnen zunächst einmal eine Theorie der politischen Kommunikation vorstellen. Auf der Basistheorie werde ich dann eben die Idee der Ideologiemaschinen entfalten und schließlich ein paar Worte zur Systemtherapie verlieren. Seinen Ausgangspunkt nimmt mein Buch bei einer Ideologietheorie des britischen Politikwissenschaftlers Michael Friden. Und mit Friden gehe ich davon aus, dass es ein großes, aber begrenztes Reservoir an politischen Ideen gibt. Ideen wie Gleichheit, Freiheit, Demokratie, Fortschritt, Toleranz, Autorität, Pluralismus und viele mehr. Diese politischen Ideen haben nun 2 Eigenschaften, nämlich erstens, jede politische Idee hat mehrere Bedeutungsdimensionen. Freiheit kann freie Marktwirtschaft bedeuten oder die freie Entfaltung des Subjekts, oder sie kann Freihandelszonen meinen oder den Steuerfreibetrag oder eben auch freie Fahrt für freie Bürger. Der zweite Punkt ist, dass diese politischen Ideen nie für sich existieren, sondern dass sie sich relational aneinander definieren und damit ihren ursprünglichen Bedeutungsspielraum einschränken. Es gibt eine irreduzible Pluralität von solchen politischen Ideen, die zunächst einmal gleichrangig sind und gleichwertig sind und die keiner natürlichen Rangfolge unterliegen. Gleichheit ist nicht besser als Freiheit, Freiheit ist nicht schlechter als Demokratie, Demokratie ist nicht wichtiger als Frieden und so weiter und so fort. Es gibt also keine guten Gründe, oder besser gesagt, es gibt keine nicht politischen Gründe, eine politische Idee gegenüber anderen politischen Ideen zu priorisieren. Die Politik tut aber genau das. Sie wählt aus dem großen Reservoir politischer Ideen einige Ideen aus und macht sie zu Kernbegriffen politischer Ideologien. Jeder Begriff wird nun aufgrund seiner Relation zu anderen politischen Begriffen auf eine ganz bestimmte Bedeutung hin festgelegt. Es entstehen stabile Begriffsnetze und Begründungszusammenhänge, die je eigene Sprachspiele ausbilden. Und diese Idee übernimmt Friden natürlich von Ludwig Wittgensteins Sprachspieltheorie. Mithilfe dieses Ideologiebegriffes lassen sich nun auch sehr unterschiedliche Parteienfamilien beschreiben und unterscheiden. Gleichheit, Gerechtigkeit, Sicherheit und Solidarität sind politische Kernbegriffe, welche die Ideologie
der sozialdemokratischen Parteifamilie konstituieren. Zentral dabei ist eine Idee der Gerechtigkeit, welche eben im Kern soziale Gerechtigkeit meint. Und entsprechend versteht man unter Gleichheit primär eine Form von Ergebnisgleichheit, wie etwa gleichen Lohn für gleiche Arbeit oder gleiche Lebensbedingungen. In diesem politischen Sprachspiel denkt man bei dem Wort Sicherheit auch nicht zuerst an innere Sicherheit oder an Lebensmittelsicherheit, wie das andere Parteien tun würden, sondern an soziale Sicherheit und sichere Arbeitsplätze. Indem Ideologien solche Netzwerke aus politischen Kernbegriffen bilden, welche die Bedeutungen von politischen Ideen festzurren, gewinnen sie eine Eigenschaft, die Frieden mit einem englischen Kunstwort bezeichnet, nämlich als Decontestation. Contestation heißt im Englischen so viel wie Streit oder bestreiten, sodass man eben Decontestation als ein sich unbestreitbar machen übersetzen kann. Ideologien sind also Sprachspiele, die sich über eine Auswahl von politischen Kernbegriffen definieren und infolgedessen sich unbestreitbar machen. Der Eindruck der Unbestreitbarkeit entsteht zum einen aus der logischen Schlüssigkeit dieser Begriffsnetzwerke. Die spezifischen Verknüpfungen und Bedeutungseinschränkungen zwischen den Kernbegriffen werden in der politischen Kommunikation einer Partei, einer politischen Organisation oder einer aktivistischen Bewegung Tag ein, Tag aus wiederholt, eingeübt und konfirmiert, bis sie denjenigen, die dieses Sprachspiel sprechen, als unbestreitbar und selbstevident erscheinen. Zudem appellieren diese Sprachspiele an bestimmte Lebenswirklichkeiten und die damit verbundenen und eingeschriebenen politischen Interessen. In einem Gewerkschaftsmilieu zum Beispiel ist die hier skizzierte Konfiguration von Gerechtigkeit, Gleichheit, Sicherheit und Solidarität einfach selbstevident. Eine ganz andere Konfiguration lässt sich in der liberalen Parteifamilie beobachten. Hier ist der zentrale Kernbegriff nicht Gerechtigkeit, sondern Freiheit. Und dieser Freiheitsbegriff wird wiederum auf eine ganz besondere Weise spezifiziert, nämlich als individuelle Freiheit. Wenn man aber den Individualismus als einen Positivwert betrachtet, dann ist es auch unumgänglich, dass man den Pluralismus bejaht, also den Pluralismus von Meinungen, von Weltsichten, von Lebensstilen und von Kulturen. Und Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen ist auch als politischer Wert damit schon festgeschrieben. Man sieht also auch hier, dass die Festlegung eines politischen Kernbegriffes wie ein Magnet wirkt und andere politische Ideen anzieht und ihre Bedeutungen festlegt. In der christlichen, konservativen Parteienfamilie gibt es wiederum eine intrinsische Präferenz für Tradition, für Familie, für Sicherheit, wobei man bei Sicherheit eben primär jetzt an innere Sicherheit oder an nationale Sicherheit denkt. Auch der Freiheitsbegriff spielt in diesem Sprachspiel eine Rolle. Allerdings wird damit weniger die individuelle Freiheit, sondern eher freie Marktwirtschaft assoziiert. Dass individuelle Freiheit in diesem Sprachspiel eher eine untergeordnete Bedeutung besitzt, ist eine unmittelbare Folge davon, dass der Individualismus in der konservativen Parteienfamilie eben von den Werten der Familie, der Tradition oder der Religion eingeschränkt und limitiert wird. Zudem ist auch Autorität als politische Idee in das konservative Sprachspiel integriert und eingewoben, sodass die Autorität des Staates, die Autorität der Lehrer, der Polizei und der Eltern als Begründungsressource in dieser Ideologie zur Verfügung steht. Die Grüne Partei ist zunächst als eine Ein-Themen-Partei gestartet, für die eben Naturschutz und Umweltschutz die Leitidee war. Wer Regierungsverantwortung übernehmen will und wer dann auch mitregiert, muss sich aber zu allen möglichen politischen Themen im Parlament und in der Öffentlichkeit äußern und dazu eben eine bestimmte Position vertreten. Insofern haben die Grünen in den folgenden Jahren ihr Sprachspiel auch erweitert und auch andere Kernbegriffe mit integriert, etwa Frieden und Sicherheit. So war Frieden anfangs eine Art Nebenidee bei den Grünen, weil diese Partei eben auch aus der Friedensbewegung mit hervorgegangen war. 1999 haben die Grünen aber
ihre pazifistische Position aufgegeben, und zwar angesichts eines drohenden Völkermords im Kosovo. Und diese Relativierung der Friedensidee ermöglicht es den Grünen heute, sich eben für eine militärische Unterstützung der Ukraine auszusprechen, was eigentlich nicht selbstverständlich war. Heute verfügt auch diese Parteienfamilie über eine recht komplexe Ideologie mit vielen sich wechselseitig limitierenden politischen Kernbegriffen. Ein interessanter Sonderfall bilden populistische Parteien. Sie kommen nämlich mit einem ideologischen Minimalkonzept aus, das auf dem Gegensatz von Elite und Volk beruht. Populistische Parteien lehnen nicht einfach die Demokratie ab, wie sehr oft und fälschlich behauptet wird, sondern sie vertreten ein anderes Demokratiekonzept, nämlich ein anderes Demokratiekonzept als liberale Demokratien. Die politische Idee des Demos wird absolut gesetzt und kann so durch keine anderen politischen Werte eingeschränkt werden. Der Populismus wird in den Politikwissenschaften oft als eine Thin Ideology bezeichnet, und also eine dünne Ideologie, gerade weil der Populismus nur einen kleinen ideologischen Kern besitzt, kann er sich aber relativ frei und opportunistisch mit allen möglichen rechten wie linken, grünen, nationalistischen oder libertären Ideologien verbinden. Und deswegen gibt es auch sowohl rechtspopulistische als auch linkspopulistische Parteien. Ideologien lassen sich dahingegen unterscheiden, welchen politischen Ideen in ihren Sprachspielen eine zentrale Rolle zukommt, eine zentrale Stellung, und welche peripher bleiben. Weil aber verschiedene Ideologien die gleichen politischen Kernbegriffe verwenden, sie aber mit je unterschiedlichen Bedeutungen ausstatten, reden Politiker permanent aneinander vorbei und beharren auf ihren unbestreitbaren Positionen. So viel zur Friedensideologietheorie, die ich im Folgenden noch etwas erweitern und ergänzen und an einem Punkt auch kritisieren möchte. Man kann nämlich sowohl enge und weite als auch starke und schwache Ideologien unterscheiden. Auf der horizontalen Achse greife ich hier die Unterscheidung von Thin and Thick Ideologies auf, wobei ich eben im Deutschen lieber von engen und weiten anstatt von dünnen und dicken Ideologien sprechen möchte, oder beziehungsweise von schmalen und weiten Ideologien sprechen möchte. Schmale Ideologien sind Sprachspiele, die mit nur wenigen politischen Kernbegriffen auskommen. Die sind charakteristisch für populistische Parteien, für Ein-Themen-Parteien, für Protestbewegungen und ganz allgemein für den politischen Aktivismus. Aber auch die Libertären in den USA, welche die Rolle des Staates auf das Nötigste beschränken wollen, scheinen nur eine minimalistische Ideologie zu benötigen. Weite Ideologien integrieren hingegen viele politische Kernbegriffe und vernetzen sie miteinander. Sie sind für liberale Parteien charakteristisch, weil liberale Parteien die Idee der liberalen Demokratie nicht nur hervorgebracht haben, sondern eigentlich auch in sich selbst reflektieren, in ihrer Ideologie. Aber auch Volksparteien gründen meistens auf weiten Ideologien, weil sie eben viele verschiedene Bevölkerungsschichten ansprechen müssen und deswegen auch einen Ideenpluralismus benötigen. Darüber hinaus lassen sich Ideologien aber auch daraufhin unterscheiden, wie stark sie bestimmte politische Ideen priorisieren. Im Prinzip beruhen alle radikalen und extremistischen Bewegungen auf starken Ideologien, welche eine ganz bestimmte politische Idee über alle anderen politischen Werte stellen. Nur deswegen können sie auch zu radikalen Lösungen kommen, wie man die Gesellschaft verändern muss. Also die Priorisierung birgt die Revolution und den Umsturz bereits in sich. Mit der zusätzlichen Unterscheidung von schmalen und weiten beziehungsweise zwischen starken und schwachen Ideologien gewinnt man jetzt 4 Kombinationsmöglichkeiten. Die meisten Politiker haben immer eine Vielzahl von politischen Kernbegriffen im Blick, wenn sie politisch kommunizieren. Außerdem bilden sie auch keine sehr stark ausgeprägten Ideenhierarchien aus. Diesen Normalpolitikern stehen politische Akteure gegenüber, die man im umgangssprachlichen Sinne dann als
Ideologen bezeichnen würde. Bei den Grünen hat sich diese Differenz in der Unterscheidung von Realos und Fundis dann widergespiegelt. Ideologen versuchen alle nur denkbaren, relevanten politischen Kernbegriffe in eine systematische, logische und argumentative Ordnung zu bringen, in der einzelne politische Ideen sehr stark priorisiert werden. Der Marxismus wäre eine solche Ideologie oder heute eben auch die Critical Race Theory. Das wären die entsprechenden Beispiele für starke und breite Ideologiekonzepte, aus denen sich dann politische Entscheidungen wie aus einem logischen System deduzieren lassen. Solche Ideologien versuchen alle Aspekte des menschlichen Lebens zu regulieren und besitzen in diesem Sinne eben auch einen totalitären Charakter. Man sieht jetzt auch, dass sich der Populismus eben nicht hinreichend nur als eine Thin Ideology beschreiben lässt. Populisten kombinieren nämlich enge Ideologien mit wenigen Kernbegriffen, mit einer starken Priorisierung von einem politischen Konzept wie dem des Volkes. Erst diese Kombination führt dazu, dass populistische Bewegungen in eine illiberale oder in eine autoritäre Richtung kippen können. Wenn die Werte von Freiheit, Gerechtigkeit, Pluralität und Toleranz nicht systematisch mit in ein politisches Sprachspiel eingebunden sind, dann können sie auch den Willen des Volkes nicht beschränken, wenn er sich zum Beispiel gegen Minderheitenrechte richtet. Die meisten Menschen sind aber keine politischen Menschen. Ihre Sprache wird nicht durch politische Kernbegriffe strukturiert. Wähler benötigen keine Ideologien, um ihre Wahlentscheidungen treffen zu können. Es reicht vollkommen aus, dass sie verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Ideologien beobachten und vergleichen können. Im Ideologievergleich können Wähler unmittelbar erfassen und beurteilen, ob diese oder jene Ideologie ihrem Weltverständnis entspricht und ob sie ihre Interessen repräsentiert und vertritt. Nur totalitäre Staaten müssen ihre Bevölkerung indoktrinieren, liberale Demokratien, und deswegen nennt man sie liberal, tun dies in der Regel nicht. An diesem Punkt widerspreche ich Frieden, der nämlich davon ausgeht, dass wir alle immer schon Ideologen seien und dass wir nicht ideologisch kommunizieren können. Mein Einwand wäre, dass Frieden nur zu diesem Schluss kommen kann, weil er Machtkommunikation nicht von politischer Kommunikation unterscheidet. Machtkommunikation kommt ohne Ideologien aus, politische Kommunikation hingegen nicht. Wer im Medium der Macht kommuniziert, sagt, dass dieses oder jenes Verhalten positive oder negative Konsequenzen für den anderen hat. Wer im Medium der Politik kommuniziert, streitet um die Bedeutung politischer Ideen und macht hierdurch Machtoptionen in der Öffentlichkeit sichtbar, zwischen denen man dann wählen kann. Man kann in dieses Ideologiemodell jetzt noch zwei Diagonalen einzeichnen. Die eine beschreibt den Grad der Unbestreitbarkeit, den Ideologien beanspruchen. Je stärker die Priorisierung einzelner politischer Ideen ausfällt und je umfassender eine Ideologie die Gesamtheit aller politischen Ideen integriert, desto dogmatischer oder man könnte eben auch sagen, umso ideologischer tritt sie auf. Wenn hingegen eine starke Priorisierung in einem Set von wenigen politischen Kernbegriffen erfolgt, dann nimmt der polemische Charakter und die emotionale Ansprache der politischen Kommunikation automatisch zu. Deswegen konnte Trump seinen Anhängern auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania in der letzten Woche auch zurufen: "Let's not do any more questions. Just let us listen to music. Let's make it into music." Anstatt eine Wahlkampfrede zu halten und anstelle Fragen von Bürgern zu beantworten, hat Trump sein Publikum einfach eine halbe Stunde lang die Playlist seiner Lieblingssongs vorgespielt. Auch das ist politische Kommunikation. Wenn man enge Ideologien mit starken Geltungsansprüchen kombiniert, kann man Politik auch auf Musik reduzieren. Und hier gilt mein Dank Stefan Bürnchen, der mir dieses unschlagbare Beispiel gegeben hat.
Für die nun folgende Argumentation ist eben jetzt vor allen Dingen eines wichtig. Wir verfügen jetzt über ein klares Kriterium, anhand von dem sich politische Kommunikation von anderen Kommunikationsformen unterscheiden lässt, also auch von der Kommunikation in der Wissenschaft, in der Bildung und in der Kunst. Politische Kommunikation beruht auf Sprachspielen, die sich unbestreitbar machen und die Streit auslösen, wenn man die selbstlimitierten Bedeutungen ihrer politischen Ideen infrage stellt. Hierin liegt das eigentliche Problem, wenn sich die politische Kommunikation heute entgrenzt und ein politischer Kommunikationsstil in den Institutionen von Wissenschaft, Bildung und Kunst dominant wird. Und damit komme ich zur zentralen These meines Buches, dass sich Institutionen nämlich in Ideologiemaschinen verwandeln. Wenn man das erklären möchte, wie es zu dieser Politisierung kommt, dann benötigt man erstens ein Institutionenmodell, anhand von dem sich nachvollziehen lässt, wie Institutionen im Allgemeinen funktionieren. Und zweitens muss man dann auch den Mechanismus angeben, durch den es zu einer Politisierung von Institutionen kommen kann, die eben genauso funktionieren. Institutionen werden ganz allgemein dafür benötigt, um finanzielle, um materielle und um personelle Ressourcen zu distribuieren, und zwar in Bezug auf einen ganz bestimmten Zweck. Dieser Zweck, der Zweck einer Universität besteht zum Beispiel darin, Wissen zu vermitteln und Forschung zu ermöglichen. Dieser Zweck wird auch in dem entsprechenden Leitbild einer solchen Institution festgeschrieben. Für die Verteilung der Ressourcen benötigt man zudem einen Verwaltungsapparat mit einer Administration und schließlich gibt es auch eine Ebene der Akteure, auf der sich die Wissenschaftler, die Studenten, die Mitarbeiter und die Künstler befinden, an denen diese verfügbaren Ressourcen zweckgebunden dann verteilt werden können. Gerade in Kunstszenen und an Universitäten wird man politische Aktivisten treffen, die Institutionen aus ideologischen Gründen beeinflussen möchten oder verändern wollen. In einer liberalen Demokratie ist das auch ihr gutes Recht und ich möchte Ihnen dieses Recht auch keineswegs absprechen. Normalerweise behandeln aber Institutionen die politischen Überzeugungen ihrer Mitglieder und Mitarbeiter als eine Privatsache und reagieren auf politische Forderungen nur dann, wenn sie nicht die Eigenwerte der Institution unterminieren. Von Zeit zu Zeit kann diese institutionelle Logik aber außer Kraft gesetzt werden. Das war zum Beispiel bei den Studentenprotesten 1968 der Fall. Und das ist eben heute der Fall, wie das exemplarisch an amerikanischen Elite-Universitäten zu beobachten ist. Der Grund hierfür sind Gruppenpolarisierungen. Die Psychologie hat in empirischen Studien gezeigt, dass die Mitglieder einer Gruppe nach einer Diskussion extremere Positionen einnehmen als vor einer Diskussion. Damit es zu einer solchen Gruppenpolarisierung kommt, muss allerdings noch eine spezifische Bedingung erfüllt sein, nämlich, dass es sich hier um homogene Wertemilieus handelt. In homogenen Wertemilieus teilen fast alle Mitglieder einer Gruppe die gleichen politischen, moralischen, religiösen oder sogar ästhetischen Werte. Dies ist in Universitäten ganz sicher der Fall, wo die übergroße Anzahl von Studenten und Lehrkräften progressive Werte vertreten, was mit Bildung eben korreliert. In den USA gibt es in den Humanities ganze Fakultäten, in denen es keine Republikaner mehr gibt oder wo das Verhältnis zwischen Demokraten und Republikanern 20:1 oder 70:1 beträgt. Doch selbst wenn alle Mitglieder der Gruppe einen bestimmten Wert teilen, so wird es in der Gruppe selbst dann ein breites Wertespektrum geben, das von moderaten Positionen bis hin zu radikalen Positionen reicht. Das Gesetz der Gruppenpolarisierung besagt nun, dass sich die radikalen Positionen gegenüber den gemäßigten Positionen in einer Diskussion durchsetzen werden. Das heißt, die Gruppenmeinung wird sich in Bezug auf den geteilten Wert hin zum radikalen Wertepol verschieben. Der Mechanismus, der solchen Gruppenpolarisierungen zugrunde liegt und sie auslöst, sind die zu erwarteten Reputationsschäden für diejenigen, die sich in dieser Gruppe befinden. Wer den radikalen Positionen widerspricht, scheint nämlich den Wert der Gruppe nur halbherzig oder nur zum Schein zu vertreten
und wird deshalb auch schnell marginalisiert oder gar aus der Gruppe ausgeschlossen. Die Gegenstimmen werden also schnell verstummen, das Meinungsspektrum verengt sich und bewegt sich eben hin zu den radikalen Stimmen, welche den Gruppenwert am reinsten zu vertreten scheinen. Gruppenpolarisierungen können in linken und in rechten, in progressiven und in konservativen Milieus stattfinden. Während es in progressiven Milieus wie Universitäten und Kunstszenen vor allem zu linken Gruppenpolarisierungen kommt, sind in konservativen Wertemilieus, wie sie eben in Polizeischulen oder in der Armee zu erwarten sind, rechte Gruppenpolarisierungen dominant. Obwohl sich in allen Kulturinstitutionen und Bildungseinrichtungen immer auch schon politische Aktivisten befunden haben und befinden, wurde das Phänomen der Cancel Culture aber erst seit etwa 10 Jahren virulent. Politische Gruppenpolarisierungsprozesse, die jederzeit anspringen können, waren bis dahin blockiert. Die Administrationen hatten wenig Mühe, die Eigenwerte ihrer Institutionen, wie die Suche nach der Wahrheit oder den freien künstlerischen Ausdruck, gegenüber politischen Forderungen zu behaupten. Genau dies ist aber heute nicht mehr der Fall. Diese Deblockierung von Gruppenpolarisierungsprozessen lässt sich als eine unintendierte Nebenfolge der digitalen Revolution erklären. In einer analogen Medienwelt konnten die Verwaltungen nämlich viele politische Konflikte in ihren Institutionen im Verborgenen aushandeln oder wegmoderieren oder einfach ignorieren. In den neuen digitalen Medien verlieren sie genau diesen Latenzschutz, was zu einer forcierten Gruppenpolarisierung führt. Die Institutionen werden auf der einen Seite transparent für politische Beobachter. Man muss heute damit rechnen, dass jeder Satz, dass jede Geste, dass jeder Witz, dass jedes Dokument früher oder später abfotografiert oder mitgeschnitten wird. Und auf der anderen Seite werden Institutionen eben auch viel durchlässiger für politische Kommunikation, insofern solche Informationen dann politisch geframed über die neuen Medien in sie wieder hineinkommuniziert werden können. Anstatt über die Angemessenheit einer politischen Forderung nachdenken und entscheiden zu können, werden die Administratoren nun selbst in die entsprechenden politischen Kontroversen mit hineingezogen und geraten so politisch und moralisch unter Druck. So entstehen heute Feedbackschleifen politischer Kommunikation, in deren Folge sich Gruppenpolarisierungsprozesse selbst verstärken und aufschaukeln können. Eine unmittelbare Folge davon ist, dass die administrative Ebene nun selbst aktivistische Positionen übernimmt. Bei vielen Entscheidungen werden wissenschaftliche oder künstlerische Entscheidungskriterien durch politische Kriterien überschrieben oder ersetzt. Was nun einsetzt, ist eine digital forcierte Gruppenpolarisierung, die es in der analogen Medienwelt so überhaupt nicht gab. So werden jetzt mehr und mehr politische Kriterien auch in die Leitbilder der Institutionen aufgenommen und auch nach innen und nach außen hin kommuniziert. Zudem werden mehr Jobs in den Institutionen mit einer klaren politischen Zielsetzung geschaffen und schließlich werden immer mehr Stellen nicht nach fachlichen, sondern eben nach politischen Gesichtspunkten besetzt. Der tiefer liegende Grund, warum diese Politisierungsprozesse als solche nicht wahrgenommen und auch nur sehr selten hinterfragt werden, liegt eben in den homogenen Wertemilieus begründet. Was sollte man auch schon gegen Werte wie Vielheit, Gleichheit und Inklusion haben, wenn man selbst liberale und progressive Ansichten vertritt? Am Ende kann sich niemand mehr dieser Logik der Politisierung entziehen und wird bei Forschungsanträgen, in Bewerbungsschreiben und in öffentlichen Diskussionen politische Bekenntnisse abgeben müssen. In den Institutionen wird ein politisches Sprachspiel obligatorisch, das politische Kernbegriffe in einer ganz spezifischen Weise miteinander verknüpft und das, wie jede Ideologie, mit dem Anspruch auf Unbestreitbarkeit. Allerdings kann man sich in einer politisierten Institution nicht mehr, wie bei einer Wahl, zwischen verschiedenen Ideologien entscheiden, sondern man wird, wenn man keine Zukunftschancen verspielen oder verlieren möchte, in dieses politische Sprachspiel
mit hinein verpflichtet. Dass man die Bedeutung politischer Begriffe unter diesen Umständen nicht mehr einfach bestreiten kann, darin besteht der logische Kern aller Cancel Culture. Genau genommen wird hier gar nicht im Medium der Politik kommuniziert, sondern im Medium der Macht, was eigentlich dem Geist liberaler Demokratien widerspricht. Eine solche erzwungene politische Kommunikation gerät aber auch ganz praktisch mit der Lehrfreiheit oder der Wissenschaftsfreiheit oder der Kunstfreiheit in einen Konflikt. Institutionen, die von einer solchen forcierten Gruppenpolarisierung ergriffen werden, können sich immer weniger an ihren Eigenwerten orientieren und beginnen, anstelle von Kunst, anstelle von Wissen, anstelle von Bildung, Ideologien zu produzieren. Sie verwandeln sich mit einem Wort in Ideologiemaschinen. Universitäten, Theater, Museen sind sehr alte Institutionen. Sie entstanden in einer Schrift- und Buchdruckkultur und sie sind auf die digitale Kommunikation von heute denkbar schlecht vorbereitet. Solche Institutionen werden dysfunktional und können die Funktion, für die sie eigentlich ursprünglich geschaffen wurden, dann immer schlechter erfüllen. Da die forcierte Gruppenpolarisierung von heute auf einem Medienwandel beruht, der von seiner Tragweite eigentlich nur mit der Erfindung der Druckerpresse zu vergleichen ist, handelt es sich bei dem Phänomen der Cancel Culture eben auch um keine Bagatelle, sondern um ein wirklich gravierendes Problem. Liberale Demokratien sind auf eine funktionale Differenzierung ihrer Kommunikation nämlich genuin angewiesen, sodass eine Entgrenzung politischer Kommunikation sie auch im Kern bedroht. So ist die Wissenschaft ein Kommunikationsmedium, das die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine Aussage bestreiten zu können, sodass eben auch die unbestreitbaren Sprachspiele einer jeden Ideologie durch eine wissenschaftliche Analyse infrage gestellt werden können. Bildung lässt sich nur erwerben und lässt sich nur vermitteln, wenn Studenten lernen, Phänomene in ihrer ganzen Komplexität, Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit auch zu interpretieren. Und die Kunst arbeitet mit den Mitteln der Ambivalenz, der Hyperaffirmation und der Ironie und legt es nicht zuletzt darauf an, die dogmatischen Sprachspiele der Politik ins Lächerliche zu ziehen. Wissenschaft, Bildung und Kunst sind ihrem Wesen nach antiideologisch verfasst und mit den unbestreitbaren Sprachspielen von Ideologien schlichtweg nicht kompatibel. Deswegen werden sie auch durch die Verfassungsartikel der Wissenschaftsfreiheit, der Lehrfreiheit und der Kunstfreiheit geschützt. Oder besser gesagt, die liberalen Demokratien schützen sich mit diesen Verfassungsgrundsätzen selbst. Wenn diese Diagnose richtig ist, stellt sich natürlich die Frage, ob und wie sich solche Institutionen in einer digitalen Medienwelt restabilisieren lassen. Ich habe im letzten Kapitel des Buches einige Vorschläge zur Systemtherapie unterbreitet, die aber immer auf derselben Überlegung beruhen. Man muss nämlich, oder das ist die These, man muss Ideologieunterbrecher in die Institutionen einbauen. Das heißt, man muss die Feedbackschleifen und Resonanzverstärker unterbrechen, durch die sich die politische Kommunikation heute in den Institutionen erst selbst verstärken und aufschaukeln kann. Hierbei kann man auf allen drei institutionellen Ebenen ansetzen, auf der Ebene der Leitbilder, auf der Ebene der Administration und auf der Ebene der Akteure. Man muss sich auch nicht auf reine Gedankenexperimente hier verlassen, sondern man kann sich heute schon an Entwicklungen orientieren, wie sie in Amerika und Großbritannien bereits zu beobachten sind. Die Universität von Chicago veröffentlichte 2015 ihre sogenannten Chicago-Prinzipien, in denen die Wissenschaftsfreiheit noch einmal explizit in das Leitbild der Universität integriert wurde. So heißt es wörtlich hier, ich zitiere, die Universität hat sich dem Grundsatz verschrieben, dass Debatten oder Überlegungen nicht unterdrückt werden dürfen, nur weil die vorgebrachten Ideen von einigen oder sogar den meisten Mitgliedern der Universitätsgemeinschaft als beleidigend, unklug, unmoralisch oder unvernünftig angesehen werden. Inzwischen haben 110 amerikanische Universitäten diese Chicago-Prinzipien unterschrieben und sich sozusagen selbst in ihr Leitbild integriert.
Und auch Unternehmen wie Netflix haben solche Richtlinien erlassen und gegen Cancel Culture um gegen Cancel Culture in ihren Industrien vorzugehen, weil man einfach keine erfolgreichen Filme unter diesen Bedingungen produzieren kann. Auf der administrativen Ebene sind es vor allen Dingen Free-Speech-Organisationen wie FIRE, welche die Feedbackschleifen politischer Kommunikation zumindest dämpfen können. Falls nämlich Studenten oder Professoren oder Arbeitnehmer ihren Job verlieren oder ausgeladen werden oder nicht befördert werden, verklagen diese Institutionen die betreffenden Institutionen und zwingen damit die Administration, die verfassungsmäßig garantierten Freiheitsrechte tatsächlich durchzusetzen. Manche Unternehmen wie Coinbase gehen sogar so weit, dass sie ihre Mitarbeiter zu politischer Neutralität verpflichten und politische Kontroversen am Arbeitsplatz einfach verbieten. Und dieses Beispiel ist in unserem Kontext insofern besonders aufschlussreich, als es eben gerade für Universitäten oder für die Kunstszenen vollkommen ungeeignet ist. Man kann den politischen Aktivismus oder die politische Kunst nicht einfach regulieren. Dies wäre selbst eine Zensurmaßnahme, die mit Wissenschaftsfreiheit oder mit Kunstfreiheit eben nicht vereinbar ist. Insofern sind Antisemitismusklauseln oder Verhaltenskodizes, wie sie jetzt unlängst in Kassel und in Berlin verabschiedet wurden, auch keine nachhaltigen Lösungen. Es ist eine andere Form von Illiberalismus, politische Künstler und aktivistische Wissenschaftler selbst wieder zu canceln. Was man aber tun kann und meines Erachtens auch tun muss, ist eben die Selbstverstärkungsprozesse politischer Kommunikation zu unterbrechen. Ich diskutiere im Buch auch noch andere Aktivitäten, welche sich als Ideologieunterbrecher eignen. Wenn all diese Maßnahmen und Gegenkräfte in ihrer Summe zusammenwirken, dann bin ich auch ganz optimistisch, dann werden sich auch liberale Institutionen in einer digitalen Medienwelt restabilisieren lassen. Und damit bin ich eigentlich am Schluss angelangt. Angesichts der allgemeinen Entgrenzung politischer Kommunikation stellt sich vermutlich dem einen oder anderen hier immer wieder mal die existenzielle Frage, to be or not to be political. Ich habe mich während des Schreibens des Buches oft gefragt, wie ich eigentlich sicherstellen kann, dass die Theorie der Ideologiemaschine nicht selbst wiederum als eine Ideologie wahrgenommen und interpretiert wird. Wenn ein solcher Ideologieverdacht allerdings im Raum steht, dann hilft keine Wissenschaft mehr weiter. Hier kann man nur noch selbstreferenziell argumentieren. Ich kann mit anderen Worten höchstens die selbst entwickelten Ideologiekriterien auf meine Theorie der Ideologiemaschinen anwenden und schauen, ob sie unter diesen Kriterien jetzt ideologisch oder unideologisch agiert. Ich würde sagen, dass das Buch unideologisch ist, insofern es keine politischen Ideen zu einem konsistenten Begriffszusammenhang verknüpft und auch keine politischen Ideen speziell priorisiert. Ein Einwand könnte aber lauten, dass die Ideologiemaschinen selbst eine normative Aussage treffen. Die Institutionen von Wissenschaft, Kunst und Bildung sollen nicht politisiert werden. Die Theorie besitzt zweifellos diese Form von Restnormativität, insofern sie im Sinne einer Letztbegründungsinstanz immer wieder auf die Verfasstheit und auf die Verfassung von liberalen Demokratien verweist. Dies ist aber gerade keine politische Aussage. Der hier in Anspruch genommene Begriff des Liberalismus begründet nicht diese oder nicht jene Ideologie, sondern definiert den Freiraum, in dem linke, rechte, grüne, liberale und selbst populistische Ideologien miteinander in liberalen Demokratien konkurrieren können. Und ganz zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung, die vielleicht auch für Sie aufschlussreich ist. Ich fühle mich jedes Mal wie im falschen Film, wenn ich unvorsichtigerweise in eine politische Diskussion hineingerate. Wenn es Ihnen genauso geht, dann kann ich Sie hier beruhigen. Es handelt sich nämlich um eine unheilbare Berufskrankheit. Man ist als Geisteswissenschaftler daraufhin trainiert, die verschiedenen und sich widersprechenden Bedeutungen von Worten und Begriffen mitzusehen. Und diese Fähigkeit lässt sich nicht einfach in Bezug auf politische Ideen abstellen.
Obwohl Ideologien eine unverzichtbare Funktion in liberalen Demokratien erfüllen, erscheint es mir aus dem idiosynkratischen Blickwinkel der Philosophie vollkommen sinnlos, politische Kernbegriffe auf eine spezifische Bedeutung festlegen zu wollen und mit jemandem über die einzig richtige Bedeutung einer politischen Idee zu streiten. Und in diesem Sinne freue ich mich jetzt auf eine unpolitische Diskussion. Vielen Dank.